Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's ganz gut. Heute geht's um den Top-Kandidaten bei den neuen Trainern des ersten FC Magdeburg. Ja, Markus Fiedler steht ganz klar auf dem Zettel, mit dem soll man auch schon Gespräche haben. Also sehr, sehr interessant. Und ja, wer ist Markus Fiedler? Markus Fiedler ist ein 39 Jahre alter Trainer aus Deutschland. Hat Vertrag bis 30.06.25, zumindest sollte das so sein. Er soll auch ein Jahr länger haben, durch eine gewisse Klausel oder was auch immer. Hat eine ordentliche Amtszeit als Trainer mit 39, ist das wirklich sehr gut, 2,5 Jahre etwa. Bevorzugte Formation ist 3-4-2-1, also offensiver Fußball, jedoch ohne Flügel, so wie wir das auch bei Galm hatten. Und das ist sehr, sehr interessant, dass man zwei Trainer auf dem Zettel hat, wo man ohne Flügel spielt, denn der FCM kam bis jetzt immer bei Flügel. Ja, zuletzt Stuttgart trainiert, hat angefangen bei Stuttgart, der U17, hat da richtig gute Sachen geleistet, hat U17 in der 21er, 22er Saison 2,7er Punkteschnitt mit Stuttgart geholt, das ist überragend. Er hat legitim jedes Spiel gewonnen, außer 3. Da hat er unentschieden gespielt. In der nächsten Saison war es ein 2,4er Punkteschnitt. Und dann in der Regionalliga Südwest hat er mit Stuttgart einen 2er Punkteschnitt geholt. Stuttgart 2. Und in der dritten Liga jetzt einen 1,24er Punkteschnitt. Und hat damit die Liga gehalten mit 47 Punkten. Also hat sich immer stetig weiterentwickelt. Wir jetzt den nächsten großen Schritt gehen in die zweite Liga. Das kann man ihm auch durchaus zutrauen. Er hat viele Spieler gefördert. Das macht ihn aus. Er ist ein Spielerförderer. Und man hat sich, wenn man sich schon so die Kommentare durchgelesen hat unter dem FCM, haben sich einige auch ihn gewünscht als Trainer, weil er einfach ein Förderer ist und perfekt den FCM verkörpern könnte. Er hat ein relativ ähnliches Profil wie der andere Trainer, den wir vorgestellt haben. Wie gesagt, aber ist halt von einer Zweitmannschaft aktuell erfolgreich. Und das ist halt der große Unterschied. Stuttgart möchte ihn eigentlich gerne behalten, würde aber sehr wahrscheinlich nicht klappen. Und persönlich hätte ich dann einen Wunsch, dass man vielleicht einen Laurin Ulrich mitbringt, denn das ist ein richtig geiler Kicker. Ich wünsche mir den habe ich mir auch in meiner Kaderanalyse gewünscht. Das wäre wirklich ein Traum, der steht aber wirklich im Fokus von vielen Zweitligisten. Allgemein die ganzen Stuttgarter stehen im Fokus vieler Zweitligisten. Auch das zeigt, was ein guter Förderer ist. Denn da sind wirklich die Youngstars, die wirklich sehr gut performen. Als Beispiel hat man, wie gesagt, einen Laurin Ulrich, einen Dennis Simon, der eine richtig gute Rolle gespielt hat. Da gibt es noch so viele mehr. Von mir aus können wir auch noch hier einige nennen. Allein schon, wenn man in den Sturm geht, sieht man, wie gut dieser Kader besetzt ist mit Sanko, Casanaras. Ja, das sind alles so Spieler, auch Fagir vor allem, der einen richtigen guten Job gemacht hat. Malanga, der soll sogar vor einem Wechsel in Aufstiegskampf stehen bei Elversberg. Also wirklich, da sind richtige Top-Spieler dabei, die gut gefördert wurden. Vor allem mein großer Favorit ist halt auch in Ulrich. Ich mag den sehr als Spieler einfach. Auch Benedetto, ja, was will man dazu sagen? Es sind Top-Spieler da drin. Und die haben sich in einer wirklich sehr starken dritten Liga gut performt. Und das als so junge Spieler, das musst du erstmal als Trainer schaffen. Und das hat er richtig gut verkörpert. Ich glaube, das macht ihn aus. Er ist ein relativ treuer Trainer. Auch das beweist er mit einem Durchschnitt von 2,39 Jahren bei der Amtszeit. Ja. Und dann muss man zudem noch sagen, ist er meiner Meinung nach besser als Danny Galm, der auch Trainerkandidat sein soll. Deswegen hat man wahrscheinlich ihn auch als Top-Kandidaten. Er soll jedoch aber nicht der einzige Top-Kandidat sein. Das heißt, es könnte noch was kommen, was auch noch interessant ist. Mein Lieblingstrainer Kwasniok ist raus. Auch das kann ich verstehen. Er will erst Bundesliga trainieren. Tietz wird eventuell nach Hannover gehen. Und das ist meiner Meinung nach ein riesiger Fehler, weil da hat er diesen Entwicklungsschritt nicht, den er eigentlich gehen wollte mit der ersten Bundesliga. Und natürlich weiß ich auch, dass Hannover vielleicht besser bezahlt, aber das macht nicht alles in einem Verein aus, sondern auch die Qualität, wie man arbeiten kann. Und die ist definitiv aktuell bei uns besser.
Denn in Hannover hat man viel mehr Druck aufzusteigen. Und der muss halt diesmal auch beweisen, ob er unter Druck arbeiten kann. Aber wir werden sehen, ich wünsche ihm wirklich nur das Beste von Herzen, wenn es wirklich so passieren sollte. Ich persönlich würde mit Fiedler einen guten Ersatz sehen. Wie gesagt, statistisch sieht es nicht so viel besser als Galm aus. Man muss aber auch sagen, dass er vergleichsweise gut Punkte geholt hat, im Gegensatz zu einem Sandhausen, das abgestiegen ist. Also er hat seine erste Männerprofifußball-Position besser eingenommen als an dieser Stelle Galm. Deswegen sehe ich ihn als großen Kandidaten. Man kann hier viele Trainer, glaube ich, nennen, die das Potenzial hätten. Man merkt auch so ein leicht kristallisiertes Schema beim FCM. Es sind jetzt 2 Trainer mit einer bevorzugten Position 3-4-2-1. 2 sehr junge Trainer, die noch nicht unbedingt sehr im Profifußball sind. 2 Trainer, die relativ günstig zu haben sind, auch wenn ich persönlich dieses Ding mit der Ablöse von Trainerzeit komplett bescheuert finde. Dass das auch so jetzt so neu ist, das mag ich gar nicht. Weil ich finde, mit einem Trainer sollte man einfach langfristig planen können. Und dann muss man auch mal reden, dass das eigentlich nicht passiert. Anscheinend ist das bei Leeds trotzdem passiert. Ja, so ist der Fußball. Ja, allein schon, wenn man guckt, wie er bei den B-Junioren abgeschnitten hat, da hat er einfach in 32 Spielen 101 Punkte geholt. Das ist wirklich ein verrückter Schnitt mit 2,5. Die Schnitte habe ich euch alle gesagt, das sind wirklich absolute Top-Werte. Und das hat er hat sich definitiv bewiesen, dass das kann. Also, wir werden sehen, was kommt. Ich persönlich bin immer noch für den Tietz-Verbleib. Das wird aber sehr wahrscheinlich nicht passieren. Ich mag einfach Tietz sehr als Trainer und als Mensch. Auch da, muss man sagen, hat Galm und jetzt auch Fiedler ein großes Plus, weil das sind auch menschlich gute Leute. Auch nach den Interviews merkt man das. Ja, wir werden sehen, was passiert. Wie gesagt, die Gespräche laufen zwischen Fiedler, Stuttgart und Magdeburg und Ottmar Schock natürlich damit auch. Die Trainer können, also man kann sich jetzt definitiv aufstellen und auch überlegen, was so der Trainer wird. Das wissen jetzt auch die Spieler, dass es definitiv ein junger Trainer gesucht wird, der natürlich Offensivfußball spielen lässt. Das bietet auch Sicherheit in der Mannschaft. Das ist ein wichtiger Stützpunkt, den wir jetzt erreicht haben und das wird auch so weitergehen. Wie gesagt, dass so viele Leute Panik schieben, verstehe ich überhaupt nicht. Man sieht ganz klar, was man macht. Man ist halt sehr sicher, was man macht und man macht es gut. Bis jetzt haben nur 2 Top-Spieler verloren. Artigs Spur nach Hannover ist eigentlich pure Leere, also er wird sehr wahrscheinlich nicht gehen. Und wir haben nach aktuellem Stand die wenigsten wichtigen Spieler im Kader verloren als jede andere Mannschaft. Deswegen können wir da wirklich gut planen. Und im Endeffekt ist der eine Spieler mit Mohamed Ernkuri jemand, der die halbe Saison nicht da war. Also ja, was soll ich sagen? Es ist viel zu viel schwarz gemalt, meiner Meinung nach, nur weil der Trainer jetzt irgendwie keine Lust mehr auf die Mannschaft hat. Es macht gar nicht so viel aus, wenn man einen guten Nachfolger holt. Deswegen, wir haben eine sehr gute Mannschaft, das sollte man sich ganz, ganz klar sagen. Und ich will jetzt auch gar nicht den Teufel an die Wand machen wie andere. Das finde ich einfach absolut falsch, wenn man da jetzt nach so einem Ding so schlecht redet. Also, wie gesagt, nach aktuellem Stand kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir auch nächste Saison überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Mittelfeldplatz sollte drin sein, wenn man einen guten Trainer hat, der direkt funktioniert, beziehungsweise weiß, was er macht. Das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt nämlich auch Trainer, die überhaupt gar keinen Plan von ihrer Arbeit haben, aber wir haben einen guten Kader und das weiß jeder Trainer, der nach Magdeburg kommt. Und damit würde mich eure Meinung wieder sehr interessieren. Lasst ein Like und ein Abo da. Auf 99 könnt ihr Mitglied werden, so wie immer. Und damit bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.